letztendlich wird die Technologie ja von Menschen gemacht. Also insofern haben wir das natürlich letztendlich unter Kontrolle. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Schere zwischen denen, die Technologie gestalten und denen, die Technologie nur noch nutzen, in Anführungszeichen, letztendlich immer größer wird und wir einfach als Gesellschaft versuchen müssen, diese Lücke wieder zu schließen, indem wir mehr Wert auf Ausbildung legen. Wir müssen im Prinzip schon im frühen Kindesalter anfangen, Kindern Technologiekompetenz beizubringen, vielleicht auch Programmieren beizubringen, damit sie irgendwann in der Lage sind, auch an dieser Mitgestaltung von Technologie mitzuarbeiten und damit Technologie so zu gestalten, dass sie eben den Menschen nicht überholt. Ich glaube, dass der Schwerpunkt der Digitalisierung, damit sie den Menschen nützt, wirklich darauf liegen sollte, das Leben der Menschen zu verbessern. Zum Beispiel im Bereich der Medizin, neue Behandlungsmethoden, die vielleicht auf neuer IT-Technologie und sowas basieren. Das sind sicherlich spannende Themen. Ich glaube aber, dass sehr viel Potenzial noch darin steckt, die Digitalisierung im Bereich der Kommunikation zwischen Unternehmen, also im B2B-Bereich voranzutreiben. Denn da sehe ich auch bei unseren Kunden noch sehr, sehr viel Potenzial, wo einfach heute Abläufe noch sehr stark manuell gestützt sind, noch sehr fehleranfällig, sehr aufwendig. Und ich glaube, dass das so die nächste große Welle der Digitalisierung sein wird. Ich finde, dass die Fragestellungen, die wir heute in der Medienkunst finden, eigentlich schon genau die richtigen sind. Man sieht ja sehr viele Künstler, die sich mit Fragen rund um das Thema Verlust der Privatsphäre, zunehmende Vermessung des Menschen in Form von allen möglichen Statistiken, die über Nutzerverhalten sowas erhoben werden, auseinandersetzen. Ich finde, das sind genau auch die Themen, für die Medienkunst eigentlich das richtige Medium ist, um sie zu thematisieren und in Diskussionen in der Gesellschaft anzustoßen. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Medienkunst als Metapher für etwas, was durch Informationstechnologie möglich wird und vorher nicht möglich war, sehr gut zu uns als Softwareentwickler passt. Denn auch wir machen ja mit IT Dinge möglich, die vorher vielleicht nicht möglich waren. Und die nächste Überlegung war dann einfach, um das Ganze nicht zu statisch werden zu lassen und auch über die Zeit, über die Jahre hinweg immer wieder mit einem neuen, frischen Erscheinungsbild innerhalb eines gewissen standardisierten Rahmens aufzutreten, ist die Idee entstanden, das Ganze in Form einer Edition zu machen. Das heißt, mit immer wechselnden Medienkünstlern zusammenzuarbeiten. Und jetzt sind wir im ersten Jahr, das heißt, wir haben jetzt die ersten Erfahrungen damit gesammelt, wie das funktioniert und hoffen natürlich, dass wir das auch in Zukunft so fortsetzen können. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen würde, dass es eine Kunst ist. Also für mich ist es mehr ein Handwerk. Es ist etwas, was man lernen kann, was man durch Übung und ständiges Tun immer weiter verbessern und perfektionieren kann, was ja bei Kunst eher nicht der Fall ist. Insofern würde ich nicht sagen, dass es Kunst ist. Trotzdem gibt es aber natürlich Erscheinungsformen von Programmierung, die durchaus künstlerischen Charakter haben können. Also natürlich hat guter Programmcode durchaus auch eine ästhetische Qualität. Und insofern, ja, vielleicht ist es ein Stück weit Kunst, aber für mich ist es eher ein Handwerk. Ansonsten versuchen wir Technologie immer so zu gestalten, dass sie für den Menschen zugänglich wird. Es ist ganz wichtig, dass, wenn wir Dinge tun, wir einen großen Fokus auch auf User Experience legen, darauf, dass das für den Menschen auch vernünftig benutzbar ist. Und das eben nicht nur in typischen Umfeldern, wo man das gewöhnt ist, also wenn es darum geht, mit Endanwendern zu kommunizieren, sondern auch bei Software, die wirklich für den Einsatz in Unternehmen gebaut ist, wo normalerweise solche Aspekte immer eher etwas nachrangig behandelt werden.